Hey Raff, Hey Miki. hast du heute schon über Filme geredet? Nee, habe ich nicht. Dann wird's aber höchste Zeit. Aber hallo, dafür bin ich hier. Hallo und herzlich willkommen. Zu unserem Podcast. Lass uns über Filme reden. Und wir bleiben einem Genre treu, das wir bereits einmal besucht haben. Nämlich Ja, mehr oder minder. mehr oder minder. Nämlich einem Serienmörderfilm, den du ausgesucht hast heute. Das war dein Pick. Ja, Ähm, das ist Ed Gein. Also der deutsche Titel ist auch Ed Gein, The Wisconsin Serial Killer und basiert auf einer wahren Geschichte. Der Originaltitel ist Under the Moonlight. In the Light of the Moon. Es hat, glaube ich, beide Titel, also als Alternativ. Okay, also ich habe Ja. jetzt nur In the Light of the Moon gefunden bei IMDb. Aber, also es geht um Ed Gein und der Film heißt hier auch so, hierzulande. Nicht zu verwechseln mit einer anderen Verfilmung, die auch Ed Gein einfach nur heißt, mit Kane Hodder in der Hauptrolle. Ja, die kam ein bisschen später, ne? Die kam Mitte der 2000er irgendwie. Ja, 2007 habe ich gerade Ja. im Kopf. Also unser heutiger Film ist aus dem Jahr 2000 und von einem Regisseur, der heißt Chuck Parello. Der hat allerdings gar nicht so viel gemacht. Die 3 Filme, die der gedreht hat, sind durchweg Serienkillerfilme. Auch dieser Dr. 420, Nee, das ist, glaube ich, ja, also so sah der ich hab nur 3 gefunden. Ja, okay, ne, der hat noch wohl diesen Dr. 420 gemacht, der so ein bisschen, der sieht aus wie eine Kifferkomödie. Okay, das sagt mir gar nichts. Ja. Also ich Aber- habe nur gefunden Henry 2 Ja, und noch einen Film mit dem Boston Strangler. The Hillside Strangler, genau. Ja. Der auch dann so in diesem Serienmörder-Milieu ist, genau. Genau. Ja, Ed Gein. Wer war das? Ne? Also das ist eine Figur, also es ist eine Person gewesen in Amerika, die damals in den 50er Jahren auf jeden Fall für großes Aufsehen gesorgt hat. Und der Fall über seine Verurteilung und Verhaftung hat auf jeden Fall große Wellen geschlagen und auch zu vielen Sachen geführt, die heutzutage irgendwie in der Popkultur angekommen sind. Mhm. Unter anderem zum Beispiel hat nämlich dann, nachdem ein findiger Buchschreiber von der Geschichte gehört hat, von dem Fall, was da passiert ist, hat der heißt Bloch. Robert Bloch. Genau, und der hat dann die Vorlage zum Beispiel geschrieben für den Film Psycho von Alfred Hitchcock. Also auch die Figur von Norman Bates basiert im Endeffekt auch auf Ed Gein und stellt auch schon so ein bisschen dieses Verhältnis dar. Also der ist ein zurückgezogener Mann, der in so einem Landhaus wohnt und unter seiner Mutter gelitten hat, die sehr gottesfürchtig war und ihn quasi irgendwie den Verstand vernebelt hat mit Das nicht zu ihren... knapp. Ja. Und ja, also im Psycho wird das natürlich alles nochmal ein bisschen überspitzt. Aber es gibt auch noch viele, viele andere Filme, die davon beeinflusst wurden von der Geschichte oder die darauf basieren. Unter anderem natürlich eines der prominentesten Beispiele ist natürlich The Texas Chainsaw Massacre und die Figur von Leatherface, die nämlich auch darauf basiert, dass in diesem Landhaus, das ist ja da auch ziemlich ähnlich, nur dass es da mit der Familie noch anders dargestellt wird, dass in diesem Landhaus halt Leute verschwinden und dann im Schuppen aufgehangen werden und entweidet werden und der dann auf die morbiden Ideen kommt, die Überreste zu Mobiliar und Schmuck anzufertigen. Und das ist natürlich alles schon ziemlich, ziemlich finster. Aber es gibt auch noch andere Filme. Also es gibt auch Filme, wo die eben nicht die Rechte an der Figur, an dem Namen hatten. Deranged zum Beispiel. Deranged, Der ist genau. aus dem, ich weiß gar nicht genau von wann der ist, aber aus den 70ern meine Ja, ich. ja. Und der ist auch ganz cool, da heißt die Figur von Ed Gein Ezra Cobb, glaube ich. Genau.
Und der ist aber ansonsten, bis auf dass da die Namen nicht alle richtig sind, weil die Rechte nicht haben, ist der schon sehr nah dran, auch an der echten Geschichte. Ja. Soweit ich mich zumindest an den erinnere. Also es gab definitiv Überlappungen zu dem Film, den wir jetzt gesehen haben. Ja. Der ja auch nah an der Realität ist, aber halt auch nicht komplett. Ne? Zum Beispiel, nicht da komplett. sind auch nur die Namen von Ed Gein und seiner Mutter Augusta sind echt. Alle anderen Namen wurden wohl auch geändert. Und manche Figuren wurden gemorpht, manche Figurenkonstellationen wurden ein bisschen geändert. Mhm. Aber im Großen und Ganzen ist es nah dran an dem, was passiert ist. Ich weiß nicht, die Namen von den beiden Opfern, die ihm auf jeden Fall zugerechnet werden, weil mehr konnte man ihm nie nachweisen, alles andere sind Spekulationen. Ja, unter anderem sein Bruder. Ja. Wobei, so von der Story, wie das sich schildert, ne, ist es, würde ich sagen, schon relativ wahrscheinlich, dass er seinen Bruder auch ermordet hat. Mhm. Also, ne, es ist halt nicht bewiesen worden, aber die waren halt mal auf dem Jagdausflug und angeblich hat es angefangen zu brennen. Ja. Ed Gein hätte ihn in den Rauchschwaden verloren, konnte dann aber halt die Polizisten halt trotzdem sofort da zu der Stelle führen, wo das war, was so suspekt. Sehr suspekt war. Und außerdem wurde bei dem auch noch ein Schädel-Hirntrauma festgestellt, so als ob der halt geschlagen worden wäre, bevor der verbrannt ist. Aber es wurde trotzdem als Todesursache Verbrennen reingeschrieben. Also das war so ein bisschen dubios auch, dieser ganze Bericht. Jetzt in dem Film, in dem wir gesehen haben, wird es ja wirklich so dargestellt, dass er ihn vorher schlägt. Genau, aber genau, es ist halt natürlich nicht zu 100% bewiesen. Ja, also soweit ich das gelesen habe, haben die auf jeden Fall sehr viel recherchiert, um möglichst viele Details auch einzubauen. Ne, und also wir kriegen quasi die Geschichte präsentiert mit Zeitsprüngen und man sieht einfach mal die spätere Phase von Ed Gein, wo er tatsächlich schon auf einem Friedhof Leichen ausgräbt und die Überreste mit nach Hause nimmt. Man sieht aber dann auch wieder Szenen aus der Kindheit, so dass sich das alles so ein bisschen das Bild gestaltet um diese Figur, weil ansonsten ist er halt genau der Mensch, wo man immer sagt, ja, das war ein ganz netter, der war immer ganz ruhig und so. Das ist halt so genau diese Phrasen, die man halt kennt, wenn irgendjemand was Schlimmes gemacht hat. Das kommt da irgendwie auch das erste Mal so richtig krass. Und was auf jeden Fall auch noch zu der Prominenz, sage ich mal, beigetragen hat, ist der Fall, dass vorher, wenn es um Horror ging, auch gerade im Bereich Filme, dann war oft, gab es Außerirdische oder es wurden feindliche Armeen oder es gab unnatürliche Sachen, die passiert sind in Horrorfilmen in der Zeit. Das ist ja, wie gesagt, in den 50ern oder in den 40ern ist das ja alles gewesen. Ich glaube, 1945 ist nämlich seine Mutter schon gestorben. Und dann haben wir so Anfang der 50er Jahre war das auf jeden Fall so, dass er alleine da gewohnt hat auf diesem Landhaus. Und ja, was wie gesagt daran besonders ist halt, dass eben nicht jetzt plötzlich irgendwas Unnatürliches, Übernatürliches als Wesen dargestellt wurde, sondern dass das so einer der ersten belegten Fälle von jemandem, der wirklich Leute zu Hause, nach Hause entführt hat und die dann schrecklich verstümmelt und die Überreste, wie gesagt, dann zu Hause als Dekoration benutzt. Ja, und man muss dazu vielleicht noch so der Entwicklung von ihm sagen, war ja schon auch im Grunde ein armes Schwein, so zumindest wie man es halt sieht. Also der Vater war halt, also schon vor seiner Geburt alkoholkrank, aber währenddessen auch. Der hat halt dann die Mutter halt auch in diesem Ort kennengelernt und der hat aber seine Familie nie gut unterstützen können, halt, sodass vieles auch an der Mutter hängen blieb, die auch vieles an dem verachtet hat, aber durch ihren extremen Glauben hat sie sich halt nie von ihm getrennt. Und da der Vater nie einen Job behalten konnte, haben diese halt irgendwann eben diese Farm gekauft, weil die auch außerhalb von der Stadt leben wollten, weil Stadt gleich Sünde und eben dann haben die halt diese Farm gemacht und so molkereimäßig da vor sich hin gewerkelt. In einem Fleischbetrieb war das ja. Ja, nicht nur. Also die hatten da halt auch Kühe, aber haben wohl auch irgendwie was mit
Kartoffeln irgendwie auch, ne? Milchsachen auch. Ist auch egal. Auf jeden Fall, die haben sehr abgeschottet gelebt, die Brüder. Ja. Also die durften halt auch nur zur Schule gehen und mussten dann halt auch immer zurückkommen. Der Vater ist dann relativ schnell verstorben, sodass die beiden Brüder alleine mit der Mutter gelebt haben. Die hatte die auch wirklich ganz scharf unter der Knutte. Also hatte die dann auch dazu gezwungen halt. Also das war auch eine andere Zeit, ne? Da wurden die Kinder noch mit dem Gürtel erzogen. Ja, und hat denen natürlich sehr, sehr super viel aus der Bibel vorgelesen und hat die wirklich, war keine coole Person. Dem älteren Bruder, dem Henry, dem war das ja irgendwie auch bewusst, dass die Mutter nicht gut ist und wollte sich da halt auch abkapseln. Ed Gein war da anders, der fand die halt wirklich super, ne? Das war für ihn also wirklich Idol. So ein Vorbild und wirklich eine Heilige, so eine wirkliche Heiligenfigur für ihn. Was halt auch wirklich so, krank. Ja. Ne, weil kann man ja einfach mal sagen. Ja. Aber was ich auf jeden Fall an dem Film jetzt, das wird sich jetzt hier so ein bisschen vermischen. Also der Film und die wahre Geschichte um die Figur, das wird natürlich jetzt so ein bisschen ineinander fließen. Aber was ich an dem Film auf jeden Fall interessant finde, ist eben, dass der ist nicht, deswegen habe ich den auch ausgewählt, der ist nämlich nicht irgendwie so exploitativ, der ist nicht auf extreme Schockmomente aus mit Blut und Gewalt und sowas. Kommt eher sehr subtil und umso verstörender, weil das einfach so ganz ruhig alles erzählt wird und diese Momente einfach passieren und aber auch so Sachen wie, wenn er sich mit anderen unterhält und denen dann zum Beispiel wirklich ins Gesicht sagt, das ist ja auch ein Fakt, der belegt ist, dass der dann bei einer verschwundenen Frau, über die er sich unterhalten hat, dass er dann sagt, nö, die ist nicht verschwunden, ich habe die gestern Abend abgeholt und die ist bei uns auf dem Landhaus. Genau, das ist nach dem ersten dass er nie ernst genommen wurde auch, ne? Ja, weil sich das keiner vorstellen konnte. Man muss das da so noch einordnen. Ich habe mir noch eine Doku halt angeguckt, bevor wir uns hier heute getroffen haben, weil ich da gar nicht so sehr in dieser Serienmörder-Thematik drin bin. Ja, ist halt einfach nicht ganz so mein Thema. Mich zieht das dann immer zu sehr runter und fand den Film jetzt auch eben verstörend, auch eben durch diese schnörkellosen Realismus, den du schon erwähnt hast, in der Darstellung halt. Das finde ich immer sehr, sehr fies. Und auf jeden Fall, in Doku haben die halt auch gesagt, dass ist ja ein ganz, ganz kleines ganz kleiner Ort gewesen, ne, dieses Plainfield, wo man sich kannte, wo immer, wenn schon ein Fremder da war, das ist auf jeden Fall registriert worden. Und man dachte immer, so die Geisteshaltung dort in dem Ort war halt so, ja, ey, was Böses kommt aus der Stadt, aber nicht bei uns, weil wir kennen uns hier alle. Genau. Und alle wussten irgendwie, dass Ed Gein ein merkwürdiger Typ war, aber man hatte eher Mitleid mit dem und dadurch, dass er auch immer freundlich war, dass der immer hilfsbereit war, hat man dem so etwas einfach nicht zugetraut. Ja. Er hat ja auch bei dem ersten Mord, zwischen seinem ersten Mord und dann dem zweiten, liegt eine gewisse Zeit, ja, und er hat aber ähnlich gehandelt. Also als erstes hat er eine Barkeeperin umgebracht und hat das dann so aussehen lassen, als ob das ein Raub gewesen wäre. Also er hat dann Geld aus der Kasse noch genommen, da irgendwie so falsche Fährten gelegt halt und kam damit ziemlich durch. Da zu der Zeit gab es dann auch noch Gerüchte, dass die Bardame mit der Mafia irgendwie verbandelt gewesen wäre in der großen Stadt und da irgendwie ein Auftragskiller gekommen wäre, um Schulden anzutreiben oder sie dann bestraft hätte. Also da gab es halt ganz verrückte... So ist er halt davon gekommen, ne? Weil so ist er halt davon gekommen. Keiner mehr gesucht wurde. Ja. Beim zweiten Mord hat er es ähnlich versucht. Also hat er eine Ladenbesitzerin erschossen in ihrem eigenen Laden. Der hat unter dem Vorwand, dass der sich eine Waffe kauft, hat er aber eine Patrone mitgenommen. Als sie sich mal umgedreht hat er die halt da abgeknallt. Nachdem der vorher aber auch irgendwie Avancen gemacht hat, die sie aber verneint hat, hat die dann halt geschossen und dann halt nach Hause genommen. Aber das war dann der Fall, wo er halt aufgeflogen ist, weil er wurde irgendwie gesehen, das Auto wurde gesehen und irgendwie diese Ungereimtheiten und sein merkwürdiges Verhalten in der unmittelbaren Zeit vor der Tat sind da, haben die Leute dann halt eins und eins zusammengezählt, aber hier in dem Film wird das ja so gezeigt, dass das der Schwiegersohn von der Ladenbesitzerin die Polizei auf die Fährte bringt. In der Realität waren es 2 Polizisten, die das halt gemacht haben. Also es kam irgendwann ein Ermittler von außen dazu,
der da auch schon ein bisschen mehr mit solchen Fällen zu tun hatte, als es die Local Forces waren. Und die haben das dann halt herausgefunden und ihn dann halt zu Hause verhaftet. Mhm. Aber genau, wir haben ja noch gesagt, es waren eben diese 2 Morde, aber nach eigener Aussage von Ed Gein hat er ungefähr 40 Leichen noch ausgebuddelt und daraus Teile verwendet. Waren alles Frauenleichen und die beiden Frauen, die er ermordet hat, die haben ihn auch an seine Mutter erinnert. Ja, das hat er, glaube ich, irgendwie immer gesagt, ne? Dass irgendwie die Opfer ihn an seine Mutter erinnert haben. Was halt auch, also in der wahren Geschichte, wenn man sich jetzt Interviews oder sowas mal durchliest oder Dokumentationen, was aber auch im Film genauso gezeigt wird, ist, dass der halt auch irgendwie gar nicht, also bis zu einem bestimmten Punkt, dass der gar nicht das als falsch sieht, was er tut. Also er redet das immer ein bisschen klein, aber er sagt dann halt auch, ja, ich habe die ja mitgenommen und die ist jetzt bei mir. Und die Leute nehmen ihn nicht ernst, lachen dann darüber und für ihn war das aber ganz okay. Er hat es jetzt einfach rausgelassen. Und so war das auch später, also nachdem er nämlich dann verhaftet wurde und im Gefängnis saß, gab es dann ja auch noch viele Gespräche mit ihm. Und der hat dann wirklich auch immer ganz ruhig da gesessen und hat dann gesagt, ja, dann ist das so passiert, aber ob ich die jetzt wirklich umgebracht habe, da kann ich mich jetzt nicht dran erinnern, aber die war dann bei mir. Ja. Und auch in der Gerichtsverhandlung muss er wohl ziemlich viel preisgegeben haben, hat das aber alles auch sehr ruhig und gelassen und mit einem Lächeln erzählt. Und das ist ja auch schon besonders finster. Ja. Dass der im Prinzip sich auch gedacht hat, ja, das ist einfach so passiert. Und es ist wirklich bestialisch, wie er da quasi mit den Menschen oder mit den Leichen umgegangen ist. Ja, also der hat da ja verschiedene Möbelstücke draus gemacht, von Lampen, Aschenbechern, Schüsseln und auch Kostüme, die er selber angezogen hat. Ja. Ne, worauf dann ja eben das Leatherface-Ding zurückgeht. Genau. Also der hat dann quasi die Haut von dem Gesicht abgetrennt zum Beispiel und auch andere Körperstellen, die Haut. Ja, alles hat Mögliche, er sich dann komplett von Oberkörper, übergezogen. Unterkörper, alles. Hat das ja irgendwie plastiniert und sich dann halt angezogen. Dass er angeblich hat er aber auch nie zugegeben, dass er irgendwas von dem Fleisch der Menschen gegessen habe. Das hat er immer gesagt, er wüsste es nicht mehr so genau. Er hat das immer so ein bisschen beflissentlich weggeredet. Ja, Nekrophilie hat er auch immer abgestritten. Ja. Und das ist halt auch so dieses Gesamtbild von diesem Gestörten, der irgendwie in seiner Kindheit, dem es halt immer schlecht ging, der immer schlecht behandelt wurde, der dann irgendwie gar keine Trennung zwischen gut und schlecht mehr kennt und der dann bis zu dem Zeitpunkt, wo er verhaftet wurde und dann später im Gefängnis noch oder in der Psychiatrie auch festgestellt im Gefängnis ist hat. der nie gewesen. Ja. Das war ja so komisch, der wurde zwar als schuldfähig klassifiziert, auch schuldig gesprochen, aber war dann halt bis zu seinem Tod in den 80ern in einer Psychiatrie verwahrt. Und bei dem wurde ja chronische ne? Schizophrenie wurde ja bei ihm diagnostiziert. Und deswegen war der dann halt in der Psychiatrie. Ja, und bis dahin hat er dann immer noch zum Beispiel auch, das war auch ein Zitat, das haben die in dem Film auch komplett so eingebaut, dass er dann bei dem späteren Interview wohl mal gesagt hat, ja, ich fühle mich hier wohl, hier sind alle nett zu mir, hier geht es mir ganz gut. Das Einzige, was er komisch fände, ist, dass ein paar von den Leuten, die da auch Insassen sind, dass die ein bisschen durchgeknallt sind. Ja, also das ist schon krass. Ja, das ist halt eine Selbstwahrnehmungsschwäche irgendwie. Das fehlt ja komplett. Ja. Der Schauspieler, weil die Szene, die du ja gerade angesprochen hast, das sieht man ja auch am Ende noch. Ja, das ist ja nachgespielt. Genau.
Steve Railsback heißt der, ist jetzt kein bekannter Schauspieler, also ich kenne ihn von sonst gar nichts. Ich habe mir auch durch die Produktionen angeguckt, wo er mitgewirkt hat, habe ich jetzt nichts von. Ja, also der war immer so ein Nebendarsteller. Also der hat schon, ich glaube, etwas über 80 Rollen hat er mal gespielt. Die Hochzeit ist vorbei, der ist jetzt über 70, aber der hat immer so in kleineren Produktionen mitgespielt. Ja. Also ich glaube sogar auch mal bei Akte X in den 90ern hat er mal irgendwie also so kleinere Serien, ganz kleine Rollen, ja. Ja. Generell muss man sagen, die Produktion, das ist ja jetzt kein übermäßig hochbudgetierter Film gewesen, sondern eher eine kleinere Produktion. Sieht, finde ich, wie eine TV-Produktion aus. Ja. Ich musste irgendwie sehr oft beim Bild an X-Factor denken. Das war so meine Assoziation, so diese Folgen von diese Kurzgeschichten aus X-Factor. Ja. Präsentiert von Jonathan Frakes, wer es kennt. Und noch der andere, da war noch ein anderer. Ist das wirklich passiert? Ja. Da fällt mir dann noch immer die Parodie auf. Erinnerst du dich noch an die Zeit, wo diese Flash-Videos im Internet so kurz groß waren und dann war da diese Parodie und wenn wir hingucken, da steht da das Wort Engel, aber wenn wir genauer hingucken, dann steht da gar nicht Engel, dann steht da Koksnote. Ja. Und dann ändert das, also ja, das ist Ur-Internet-Humor. Das noch als Anekdote zu X-Factor. Aber ja genau, diese Optik hatte das für mich, dieser Film. Genau. Der halt aus seinen Mitteln aber durchaus versucht, das Beste zu machen. Also der Film nimmt sich ernst und man merkt, dass die sich auch Mühe gegeben haben. Ja, das ist schon ein bisschen, also auch dieses Städtchen oder dieser Ort mit diesem Krämerladen, wo der dann halt die Frau an der Theke erschießt. Das ist auf jeden Fall auch in anderen Verfilmungen und Produktionen, das ist alles immer sehr detailgetreu dem nachempfunden. Ja, und ich finde halt, wenn dann auch wirklich so Sachen kommen, wie eben, wenn die Masken gezeigt werden, diese Schrumpfköpfe und sonstige Sachen, das sieht schon realistisch aus. Ich fand auch richtig verstörend war die Szene, wo er halt in seiner Montur da irgendwann mal rausgeht. Es ist ja auch nur einmal, dass man ihn sieht, dass er diese Menschenmaske anzieht, diese Torso-Teile anzieht und so weiter und dann tanzt er da ja irgendwie vor seiner Veranda rum und hat noch einen Topf und so einen Kochlöffel in der Hand und trommelt damit rum. Macht Musik. Und macht Musik, genau. Ja. Das fand ich, sah schon wirklich krank aus. Ja. Und eben weil es halt auch so diesen, weißt du, wenn du sowas wie Texas Chainsaw Massacre guckst, und ich muss dazu sagen, als erstes habe ich das Remake gesehen von Michael Bay von 2004, Roundabout, ne? Und der hat mich damals schon sehr verstört, der Film, das weiß ich. Der war halt wirklich ein fieser, super gut gemachter Horrorfilm. Was da aber natürlich ist, dass der Mörder da halt so überzeichnet ist, dass es so ja schon comichaft übertriebener Bösewicht fast, dass da halt immer noch für mich so eine Distanz da ist und und dieser Unterhaltungsfaktor noch da ist. So bedrückend der Texas Chainsaw Massacre auch war, und da spielt da ja auch der Drill Sergeant aus Full Metal Jacket spielt da ja auch mit, und der spielt da ja auch so eine richtig fiese Rolle. Ja. Ist das trotzdem nicht so runterziehend für mich wie sowas, was wir uns jetzt angeguckt haben. Also ich würde nicht sagen, dass der Ed Gein-Film jetzt an Texas Chainsaw Massacre von 2004 rankommt. Finde ich nicht. Als Film fand ich da auf jeden Fall Texas Chainsaw Massacre besser. Der ist übrigens von Markus Nispel, ne? Der ist von Michael Bay produziert, aber Markus Nispel war der Regisseur. Ja, aber ich verbinde den Film immer alle, mit Michael Bay. Die zuhören, wissen Bescheid, ich bin der Klugscheißer, deswegen. Ja, immer. Nur eine von ganz vielen unangenehmen Eigenschaften, die du hast. Produziert, aber genau. Der wurde auch immer beworben, Michael Bays Texas Chainsaw Massacre, aber stimmt, der war nicht der Regisseur, das ist richtig. Lirum Larum, war das so mein Einstieg auf jeden Fall in die Ed Gein-Zeit, also oder in die Ed Gein-Geschichte, weil ich dadurch mich dann halt irgendwann so ein bisschen mit so Serienmörder-Thematik beschäftigt habe. Da war ja damals dann auch noch, das war auch so die Zeit, wo ich viel Manson gehört habe, und wer es weiß, die ersten Leute bei der Marilyn Manson Band waren ja auch alle irgendwie nach Massenmörder, also ne, war immer das Konzept, Vorname eine Pop-Ikone, eine weibliche, Nachname Massenmörder. Bei Marilyn Manson selber natürlich Marilyn Monroe und Charles Manson, aber dann gab es halt auch eben Gidget Gein, hieß halt einer, da Twiggy Ramirez gab es ja und so weiter, also da will ich jetzt gar nicht zu sehr abdriften, aber dadurch kannte ich das halt alles. Es gibt ja auch
im gleichen Jahr wie der Film, also es ist popkulturell nicht nur auf Filme beschränkt, dass Ed Gein einen großen Einfluss hatte, sondern es gibt halt auch x Lieder dazu. Zum Beispiel Nothing to Gain von Mudvayne, das im gleichen Jahr rauskam wie der Film. Ja, der Song, den muss man jetzt nicht kennen. Aber ich bin halt auch nicht so der Mudvayne-Fan, also die haben mich nie so abgeholt, aber gibt es halt auch, ne? Also diese Serienmörder-Thematik. Worauf wollte ich denn hinaus? Genau, und dadurch, diese popkulturellen Einflüsse, die dann halt so überzeichnet waren und larger than life, und dieser Film hatte das eben nicht, dass der so larger than life ist. Und das fand ich halt schlimmer. Und auch diese Szene, wo er so tanzt, die wirkt halt komplett skurril und abartig, aber eben dadurch, dass es so normal aussieht und nicht so überproduziert ist, ganz fies. Also hat mir wirklich ein sehr unangenehmes Gefühl vermittelt, die Szene. Das ist übrigens, ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich historisch akkurat dann in der Reihenfolge, weiß man ja auch nicht, ne? Wann hat er das gemacht, wie oft hat er sowas gemacht und so. Das ist auch Spekulation. Aber im Film ist es auf jeden Fall so, das ist die Nacht, wo er draußen vor dem Haus in Leder-Menschenhaut tanzt. Ja. Ist auf jeden Fall nämlich ein Tag, wo der gut drauf ist, weil der vorher nämlich dann den anderen gesagt hat, die ist bei mir. Und alle haben sich mit ihm gefreut und haben gelacht. Ja. Und das ist dieselbe Nacht. Also schon auch krass. Ja, wobei ja da auch nur der eine so richtig lacht, weil der das halt auch wirklich für einen Witz hält. Ja. Und aber man sieht ja immer in dem Film, sind ja immer die Leute, die lächeln zwar mit dem und sind irgendwie nett, aber die merken, also ne, so ganz trauen die dem halt auch nicht, ne? Der ist halt verschroben irgendwie und und ein Creep. Ja. Eindeutig ein Creep. Ja. Und das war ja wohl auch, wenn ich es jetzt nicht durcheinander bringe, dieser Schwiegersohn vom zweiten Opfer, der da auch in diesem Laden mit ausgeholfen hat, der hat dem ja auch nie über den Weg getraut. Der hatte da ja immer schon so einen Riecher und ja, hatte er recht. Ja, aber du sagtest ja, also in der Wirklichkeit ist der Schwiegersohn ja nicht dabei gewesen, irgendwie die Rolle. Nicht beim Verhaften, nicht so prominent wie hier im Film, aber der war da, glaube ich, schon auch suspicious. Also der hat, glaube ich, die auch gewarnt irgendwie vor ihm oder gesagt, pass auf den. Also der Part, der stimmt schon. Ja. Also was auf jeden Fall vielleicht auch noch einem nicht bewusst ist, aber einer der bekanntesten filmischen Serienmörder, die man vielleicht auch, den gibt es in mehreren Verfilmungen, und da rede ich jetzt direkt von Hannibal Lecter. Ja. Genau. Ist auf jeden Fall auch eine Figur, die daherkommt. Buffalo Bill. Und Buffalo Bill, also beide Killer in Das Schweigen der Lämmer zum Beispiel, basieren auf seiner Geschichte. Oder sind inspiriert davon, die basieren nicht ganz inspiriert. Sind inspiriert, genau, ja, Entschuldigung. Aber was bei Buffalo Bill auf jeden Fall auch noch mal so ein bisschen hervorgeht, ist halt diese Sache mit der Haut und mit dem Entführen. Und was bei Hannibal Lecter ja hervorgehoben wird, ist halt das Verzehren von Menschenfleisch. Und dann haben die direkt 2 Figuren draus gebastelt. Und ja, das ist auf jeden Fall ja auch eine filmikonische Figur, die man einfach kennt. Absolut, ey. Schweigen der Lämmer war ja auch einer der, ich glaube, es war erst der 3. Film, der die großen 5 Oscar-Kategorien gewonnen hat. Davor war das nur Einer flog übers Kuckucksnest und diese Screwball-Komödie Es geschah in einer Nacht aus den 30ern. Weiß ich nicht. So ein Schwarz-Weiß-Film. Also ne, die großen 5 Oscar-Kategorien sind dann ja bester Film, bestes Drehbuch, bester Schauspieler, beste Schauspielerin und beste Regie? Hatte ich noch nicht gesagt, Regie? Dann auf jeden Fall. Glaube. Bester Film, beste Regie, Schauspieler, Schauspielerin. Und Drehbuch. Ja. Ja. Ja, also genau, und die hat halt Schweigen der Lämmer damals auch bekommen. Also der war ja auch extrem erfolgreich, der Film, und hat ja dann auch wieder selbst halt sehr viele popkulturelle Sachen beeinflusst und gespawnt. Was auch noch vielleicht zu erwähnen ist, da gibt es jetzt so eine Serie, die aktuell in die 4. Staffel geht. Die heißt Monster. Und die behandelt in jeder Serienstaffel eine Geschichte von einem wahren Fall. Die erste Staffel ist sehr bekannt geworden mit Dahmer.
und da geht es jetzt auf jeden Fall, da gibt es auch noch, wie gesagt, andere, dann haben wir auch schon mal drüber gesprochen, glaube ich, hier. Und jetzt kommt auf jeden Fall ist eine neue Staffel angekündigt, die geht auch um das Thema Ed Gein. Da bin ich sehr gespannt. Mhm. Weil die haben es eigentlich sehr gut drauf. Du hast den Trailer, glaube ich, auch mal geschickt oder gezeigt. Das kann sein. Ja. Weil ich fand die auf jeden Fall immer sehr, sehr stark, diese Serie. Also die haben das immer gut gemacht. Und die haben das auch drauf, wirklich nochmal richtig zu recherchieren. Ja. Die Hauptdarstellerin, die zweite große, die die Mutter spielt, die macht das auch sehr gut. Eine Schauspielerin namens Carrie Snodgrass, wenn ich es richtig ausspreche, die ich auch nirgendwoher sonst kannte. Ja. Die macht das gut. Die spielt da so wirklich so dieses verbitterte, strenge, freudlose, biestige alte Frauenzimmer. Und in dem Film ist das ja auch so dargestellt, dass er sich oft vorstellt, dass seine Mutter mit ihm redet und ihn zu den Morden halt anstiftet und sagt, was er zu tun hat. Ob das jetzt wirklich so war, weiß ich nicht. Also das wurde jetzt in der Doku, die ich mir auch angeguckt habe, nicht erwähnt. Aber das ist ein cooles filmisches Mittel natürlich, ne? Weil dann hast du dann so diese Ebenen. Das war auch das, was ich eben meinte, mit bis zu einem bestimmten Punkt. Weil am Anfang macht er ja einfach so sein Ding und hält das auch gar nicht für fraglich. Aber irgendwann fängt er ja dann wirklich auch dann an, mit sich zu hadern und will dann lieber doch nochmal nach Hause fahren und ringt mit sich. Aber dann gibt es so einen Wendepunkt im Film, wo er dann auch mal vor dem Grab der Mutter steht und ihr dann sagt, ja, ich mach das jetzt. Und da fängt das dann auch an mit der Stimme, die immer bei ihm ist. Ja. Ja, bedrückender Film. Sehr also ich muss sagen, der hat mich durchaus jetzt ein bisschen mitgenommen. Und wenn mich jetzt jemand fragen würde, was wäre der Ed Gein-Film, den du jetzt so go-to-mäßig, dann würde ich den bestimmt nicht wählen, glaube ich. Der ist da schon so eher so ein Oddball und finde ich eher so ein Menschen im weiteren Umfeld. Müssen wir vielleicht nochmal Deranged angucken. Den habe ich als etwas stärker im Kopf. Oder zumindest so, dass der mir etwas mehr gefallen hat. Der hat natürlich dann halt auch eine etwas andere Inszenierung. Ne? Also wir sind da ja eindeutig bei dieser 2000er, End-90er TV-Optik. So der 70er Deranged, der hatte da halt schon noch mehr so dieses Kino-Feeling. Obwohl das auch halt ein sehr low-budget-mäßiger Film war. Ja, ich kenne den. Aber es ist trotzdem ein Film, wenn man so in der Thematik drin ist, also ich rede jetzt wieder von unserem Ed Gein von heute, wenn man da schon so ein bisschen in der Thematik drin ist und Lust auch auf einen eher etwas ruhigeren Film hat, der nicht perfekt ist und nicht Hochglanz ist, und aber gerade daraus halt aber durch die Mühe, die er sich macht, und auch die Schauspieler geben da ja wirklich mehr als solide Darstellungen ab. Absolut. Im Rahmen ihrer Möglichkeiten kann man sich den angucken. Wie gesagt, wäre jetzt kein First-Menschen- und Go-To-Film, den ich da nennen würde, aber so im weiteren Feld, wenn man sich tiefer mit dem Thema beschäftigen möchte, kann man sich den mal geben, weil der halt auch nochmal einen interessanten Blickwinkel halt oder eine etwas andere Erzählweise hat. Ja. Und da hat durchaus auch charmante Ideen. Also und interessante Herangehensweisen an manche Dinge. Ja, finde ich auch. Nee, also ich finde gerade, weil der eben nicht, zum Beispiel der 2000er Ed Gein-Film mit Kane Hodder, den ich eben erwähnt habe. Ne? 2007er. Ja. Ich meine ja, also auf jeden Fall, der kam nicht im gleichen Jahr raus. Ja, aus den 2000ern meinte ich. Ja. Der ist nämlich, der ist ein ganz anderer Ansatz. Ja? Also da ist der auch, wie gesagt, mit Kane Hodder besetzt und ist schon ein großer, bulliger Mann, der alleine schon mit seiner Präsenz beeindruckend und furchteinflößend ist, wenn der vor dir steht und sich aufbaut. Ja. Wer es nicht weiß, Kane Hodder war Jason in einigen Jason Voorhees, genau. Aus Freitag der 13. Und da ist ein ganz anderer Ansatz. Ne? Da ist das direkt ein Böser, der da in dem Ort wohnt und sich da ganz böse seine Opfer rauspickt und ist ganz anders dargestellt. Und das finde ich halt hier eher hervorzuheben, dass sie den auch dem seine Hintergrundgeschichte oder seine Jugend so ein bisschen mit reinbringen. Nicht um den als Opfer darzustellen, um Himmels Willen, ne? Aber um einfach die Figur ein bisschen besser zeichnen zu können.
Das finde ich eigentlich bei dem gut. Aber na klar, die Range ist auch gut. Es gibt auch noch einen Film, der heißt Three on a Meat Hook. Da hat auch noch ein paar Einflüsse von der Schuppen und Figur aus dem Ort. Ja, ist auf jeden Fall kein Film für jedermann, wie du schon sagst. Ja, und man muss sich wirklich drauf einstellen, dass das halt wirklich kranker Scheiß auch ist, ne? Also wirklich auch bitter. Ich muss auch sagen, welche Szene mir jetzt gerade noch einfällt, ist, wo der Polizist da halt mit ihm redet, ne, ihn nach dem Entführen des ersten Opfers da aufsucht. Und in dem Film ist das so, dass sie dann halt oben ist und eindeutig Geräusche von sich gibt. Und der Polizist hört das auch. Ja. Aber der sagt dann, der Ed Gein sagt dann sowas wie, ja, ich habe hier fette Ratten, irgendwie sowas. Da weiß ich nicht, ob das auch so gewesen ist. Man weiß aber, dass es ja durchaus viele Fälle gab, wo die Opfer es irgendwie zur Polizei schaffen. Das haben wir ja zusammen auch irgendwie. Aber so eine ähnliche Szene mit dem Polizist an der Haustür gibt es auch bei Deranged. Ja. So was Ähnliches hatten wir ja auch schon hier im Podcast bei dass bei uns ein Polizist an der Haustür stand? Nein. Nein, nicht an der Haustür, aber dass du zum Polizisten gehst und sagst, ja, ey, hier Mörder und dem nicht geglaubt wird. Und das wiederum war ja eine Szene, die sich auf Jeffrey Dahmer bezog. Das ist, wenn du dich da an die Serie erinnerst, da schafft ja auch das eine Opfer zu fliehen und zur Polizei zu gehen. Die Polizisten glauben dem nicht und bringen den sogar da wieder zurück. Also bei sowas könnte ich das macht explodiert mir der Schädel halt. Ne? Ja. Also ob das dann Blödheit ist oder ob man dann einfach irgendwie, weiß nicht, wenn man selber in der Situation ist und dann halt diesen Ed Gein sieht und den man irgendwie komplett unter harmlos gespeichert hat, dass man das dann einfach nicht glaubt. Aber da denke ich mir so, gerade als Polizist, wenn du irgendwie suchst und irgendwie sowas Mysteriöses hörst, dann musst du dem doch irgendwie nachgehen. Also weißt du, die hätte noch leben können. Ja, also das wird in dem Film auch so ganz subtil eingebracht, so dass der viele Zeichen von sich gegeben hat, dass da was nicht stimmt, aber keiner nimmt ihn ernst. Keiner nimmt die Bedrohung ernst oder hat mit sowas gerechnet. Ne? Also, wie gesagt, das ist ja auch einer der ersten belegten Fälle von sowas. Man muss natürlich auch sagen, ne, es ist ja jetzt leicht zu sehen, weil wir halt so diese Serienmörder-Thematik hat sich ja komplett im Mainstream auch festgesetzt. Ne? Es gibt x Serien, auch irgendwelche True-Crime-Stories und so. In den 50ern war das halt noch nicht so. Da kannten die Leute sowas natürlich nicht. Ne? Ich meine, sowas wird es immer gegeben haben. Es gab immer Serien und Massenmörder. Aber es war nicht so im kollektiven Bewusstsein verankert. Genau. Damals. Was das halt natürlich irgendwie erklärt und vielleicht auch ein Stück weit... Auch historischer kleiner Randnotiz ist, dass der Begriff Serienkiller ja auch erst in den 70ern irgendwann entstanden ist. Ja, das war dann ja bei diese Profiling-Geschichten, ne, die dann so langsam aufkamen und dann gab es halt irgendwann die Distinction auch erst zwischen Massenmörder und Serienmörder, ne? Ja. Also sprich Serienmörder, jemand, der über einen längeren Zeitraum mordet. Massenmörder wäre halt, wenn du auf einen Schlag mehr Menschen umbringst, dann bist du halt ein Massenmörder, aber wenn du es mehrere über einen Zeitraum, dann ist es Serienmord. Ne? Ja. Ja, man hört es vielleicht auch so, wie wir reden. Es ist jetzt kein aufbauender Film und kein Film, der in irgendeiner Form gute Laune verbreitet. Nee, aber trotzdem... Macht ihn ja nicht schlecht. Genau, macht ihn ja nicht schlecht. Also dennoch, also wenn man das Thema Serienmörderfilme irgendwie mag oder sich da gerne mal ein bisschen austoben will, ist das auf jeden Fall ein Titel, der wahrscheinlich eher untergeht und deswegen einfach mal erwähnt werden könnte. Ja. Wie war deine Story zu dem Film? Weil du kanntest den ja schon, du hast den ja schon zweimal gesehen gehabt, hast du gesagt. Wie kamst du auf den? Ich habe den gesehen, als der auf DVD rauskam. Also tatsächlich um die 2000er rum, ganz neu. Und es war ein Zufallsgriff einfach. Ja, gut. Ich würde sagen, wir haben soweit alles gesagt. Mir würde jetzt auch nichts mehr einfallen, dass das erwähnenswert wäre. Ja, danke fürs Einschalten. Ich hoffe... Wir haben euch mit unserer Laune nicht auch runtergezogen bei dieser Folge. Ja, wie gesagt, aber seid gottesfürchtig verleitet. Nächstes Mal, wir müssen wirklich mal hier, wir haben jetzt wieder in letzter Zeit so viele ernste Filme gemacht, wir müssen wirklich mal auch wieder was gut Gelauntes machen. Ja. Oder was heißt mal wieder? Weil doch, wir hatten auch schon durchaus gute Laune. Ja, aber trotzdem, also ich habe jetzt trotzdem keine schlechte Laune. Ich finde es gut und
war ja auch schön, mal darüber zu sprechen. Ja, das definitiv. Also war auch cool, den mal zu sehen. Aber wie gesagt, so Filme, die können mich halt runterziehen manchmal. Und der hat's geschafft. Auf jeden Fall. Wie dem auch sei. Wir wünschen einen schönen Feierabend, was auch immer. Ja. Zu welcher Zeit auch immer man das hier hört. Zu welcher Zeit ihr auch immer das hört. Gute Nacht, guten Morgen, guten Tag. Ja. Im Geiste von Jim Carrey aus. Happy Birthday. Ja. Genau. Ja. Wir sind raus. Macht was mit dem Resttag. Wir hören uns. Bis nächsten Mittwoch. Tschaußen.